Ich kann die Leitung der Holding keinem Außenstehenden übertragen. Das geht nicht. Und warum nicht? Wegen Ansgar. Die Holding braucht jemanden Verlässlichen an der Spitze. Jemanden wie dich. Ich? Und deshalb bitte ich dich im Namen der Familie, übernimm die Leitung der Holding. Ich trau ihm aber nicht. Ich kann dich und dein ewiges Schlechtmachen von Andi nicht mehr ertragen. Was soll das heißen? Zwing mich nicht, mich zwischen dir und Andi zu entscheiden. Ich kann mir vorstellen, dass du erstmal über meinen Vorschlag nachdenken willst. Deshalb schlage ich vor, wir setzen uns morgen noch mal zusammen. Ich werde meine Meinung über Nacht nicht ändern. Dann hast du dich schon entschieden. Das freut mich. Mit dir an der Spitze der Firma. Du missverstehst mich, Carla. Ich werde die Leitung der Holding nicht übernehmen. Was? Ich bin aus gutem Grund nur Berater und schon diese Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen. Aber die Leitung der Firma steht dir zu. Das sehe ich genauso. Außerdem würde so endlich Klarheit herrschen. Ich kann verstehen, dass es Ihnen nicht leicht fällt, in Carlas Fußstapfen zu treten. Aber nur Sie haben die notwendige Erfahrung. Ich kann das nicht. Das verstehe ich nicht. Die Leitung der Firma muss dir doch am Herzen liegen. Kapiert ihr es nicht? Onkelchen will nicht. Halt den Mund, Ansgar. Und wenn du vor mir auf Knien rutscht, du wirst das Unternehmen nie wieder betreten. Sagt wer? Mein Vater, als ich darauf bestanden habe, Madeleine zu heiraten. Tut mir leid, ich komme für diese Aufgabe nicht in Frage. Ich kann das nicht. Jetzt lauf doch nicht einfach weg, das bringt doch nichts. Denkst du nicht, es ist alles gesagt? Ich hab überreagiert. Ich meine, ich kenne Andi eigentlich überhaupt nicht. Warum hackst du dann ständig auf ihm rum? Es ist gerade so, als würdest du nach Gründen suchen, ihn mir madig zu machen. Nein, natürlich nicht, aber ich will einfach nur, dass es dir gut geht. Dann hör auf damit. Ich verstehe dich nicht. Ich mache mir eben Sorgen. Wie oft denn noch? Ich kann auf mich selber aufpassen. Ich weiß, wer gut für mich ist. Ja, ich weiß. Helena, es tut mir leid. Wirklich. Bitte lass uns nie wieder streiten. Hoffentlich beeilt sich Matthias mit dem Essen. Ja, du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich darauf freue. Auf Königsbrunn gibt's nicht so oft Pizza. Hm? Ja, das stimmt. Ehrmord und Totschlag. Carla und Maria, Ludwig und Ansgar. Jedes Familientreffen ist ein reines Gemetzel. Wenn Sebastian wenigstens da wäre. Weiß er eigentlich schon, dass du Ludwig über Christina informiert hast? Hast du was? Nur ein Lehrmagen. Oder ein schlechtes Gewissen? Naja, ich hab's ihm eigentlich erklären wollen, wenn er zurück ist. Aber? Jetzt bleibt er länger. Lydia, du hast doch was. Ist dir schlecht, oder? Die Plätze lasse ich wohl lieber weg. Auf einmal? Ja. Ja, es geht mir auch manchmal so. Das guckst du jetzt so komisch? Du und Sebastian, habt ihr euch jetzt eigentlich entschieden, ob ihr Kinder kriegen wollt? Naja, wenn du mich so fragst, ich werde wohl bald die Pille absetzen. Mhm. Falls es nötig ist. Wie, du meinst, ich bin schon? Helena? Willst du noch weg? Zu Andi. Hast du nicht vorhin gesagt, dass er noch vorbeikommt? Eigentlich schon, aber ich dachte, vielleicht fahre ich besser zu ihm. Echt? Also bei dem Wetter würde ich nicht freiwillig rausgehen. Ich eigentlich auch nicht, aber ich dachte wegen Tristan. Ihr habt euch ganz schön gestritten, was? Keine Ahnung, was er hatte. Als wenn Andi so ein Psychopath wäre, der mich bei der nächsten Gelegenheit umbringt. Ich würde mal ganz spontan auf Eifersucht tippen. Was habt ihr alle mit dieser Eifersucht? Tristan ist mein Bruder, nicht mein Lover. Na und? Da kann er doch trotzdem eifersüchtig sein. Weil du eben plötzlich nicht mehr so viel Zeit hast für ihn und so. Ja, vielleicht. Aber er könnte sich auch für mich freuen. Das tut er bestimmt auch. Aber ihr seid eben Zwillinge. Was du nicht sagst. Ihr wart halt schon immer so.
Und das ist vielleicht einfach schwierig für ihn jetzt. Ja, ich hoffe aber, er kommt irgendwann damit klar. Das macht mich ganz krank, wenn wir uns streiten. Geht's bestimmt nicht anders. Aber vielleicht ist es echt das Beste, wenn er dich und Andi nicht ständig vor der Nase hat. Das denke ich auch. Ist auch kein Problem. Andi hat auch ein schönes Zimmer. Mit anderen Worten, wir kriegen dich in nächster Zeit nicht mehr allzu oft zu sehen. Das könnte sein. Aber du hast recht. Für heute ist es echt so ungemütlich, um das Schloss noch zu verlassen. Finde ich auch. Ja. Carla. Entschuldigung, Ludwig. Ich weiß, ich verlange viel von dir. Zu viel. Weißt du eigentlich, was passiert, wenn du nicht annimmst? Dann geht alles weiter wie bisher. Nein. Weil ich definitiv die Holding nicht weiterleiten werde und Elisabeth auf Dauer auch nicht. Ich halte Elisabeth für sehr durchsetzungsfähig. Ich traue ihr die Leitung der Holding zu. Ich auch. Aber sie hat sich in den letzten Jahren einfach zu sehr gegen Ansgar aufgerieben. Ansgar? Ja. Mein Bruder ist machtgierig, durchtrieben und herrschsüchtig. Ja, ich weiß, leider. Und wenn wir nichts gegen ihn unternehmen, dann überlassen wir ihm das Feld. Ah, unsere Kosmetikerin. Frischluft soll ja so gut für den Teint sein. Oder haben Sie etwa im Park nach einem Nachfolger gesucht? Machen Sie sich keine Hoffnung. Ludwig wird seine Meinung noch ändern. So, wie ich meinen Onkel kennengelernt habe, besteht da wohl wenig Gefahr. Stur wie ein Maulesel, würde ich sagen. Und das bedeutet dann ja wohl Elisabeth ganz allein auf verlorenem Posten. Aber machen Sie sich nichts draus. Sie müssen ja nicht lange durchhalten. Sie werden in der Holding gar nichts mehr zu sagen haben, wenn es das Letzte ist, was ich tue. Boah. Na, jetzt habe ich aber Angst. Nein, Angst habe ich nicht. Das ist es nicht. Ich kann auch verstehen, dass du dich aus der Holding zurückziehen willst. Die Querelen mit Ansgar, Marias Betrug an euch. Obwohl, es wäre schön, wenn du dich wieder... Okay, das ist deine Sache, ich will dir da nicht reinreden. Aber du musst auch meine Entscheidung akzeptieren. Das würde ich gerne. Aber ich kann's nicht. Ich versteh's nicht. Du bist wieder bei deinen Kindern. Du bist da, wo du hingehörst. Gibt es dir überhaupt kein Gefühl von Genugtuung? Endlich den Platz einnehmen zu können, der dir zusteht? Steht er mir wirklich zu? Ja, natürlich tut er das. Und schlafen Sie sich mal gut aus. Die nächste Zeit wird kein Spaß für Sie. Ach, so gern ich gewinne, wenn es so klar ist, ist es fast ein wenig langweilig. Na, sehen Sie mal, da haben wir doch was gemeinsam. Ihre ewigen leeren Drohungen, die sind nämlich langweilig für mich. Schönen Abend noch. Ja, dein Vater, der hat einen Fehler gemacht. Und würde er heute noch leben, dann würde er es bestimmt genauso sehen. Also er war ziemlich eindeutig, als er mir die Leitung der Firma entzog. Und deswegen nimmst du in Kauf, dass hier alles den Bach runtergeht? Wegen einer alten Verletzung? Pass auf, ich mach dir einen Vorschlag. Elisabeth übernimmt die Leitung der Holding und ich unterstütze sie, wo ich kann. Das bedeutet aber, dass sie die volle Verantwortung übernehmen muss. Und darauf wird sie sich nicht einlassen. Vielleicht denken Sie mal an Tanja. Die hat mich auch unterschätzt. Sie haben ja gesehen, was aus der geworden ist. Ehrlich gesagt habe ich kein gutes Gefühl dabei, dass du deinem Vater nachspionierst. Ich kann doch nichts dafür, wenn er so ein Geheimnis aus seiner Vergangenheit macht. Du hast ihm doch hoffentlich nicht erzählt, wo ich bin. Nein, natürlich nicht. Wir reden über alles, wenn ich morgen zurück bin. Wie, du kommst morgen schon? Ja, wahrscheinlich. Und dann können wir endlich loslegen mit unserem neuen Projekt. Ja, du hast es aber eilig. Ist was? Nee. Nee, ich bin nur müde. Dann schlaf gut. Ich liebe dich. Ich dich auch. Bis morgen. Hey, ich habe dich auf dem Flur reden hören. War das Sebastian am Telefon? Ja. Wie geht es ihm? Wem? Überlegst du, ob du auch immer die Pille genommen hast? Ja. Beziehungsweise nein, ich habe eine vergessen, definitiv. Na und? Ohne Sebastian kannst du ja schlecht schwanger werden. Ja, es war am Sonntag. Bevor Sebastian abgereist ist und seitdem ist mir auch mehrmals übel gewesen. Trotzdem, wenn man einmal die Pille vergisst, muss man nicht gleich schwanger sein. Ja, du hast recht und es ist wahrscheinlich falscher Alarm wie beim letzten Mal.
Na toll, die Kurse fallen auch noch. Ja. Jetzt schickt ihn in die Küche hoch. Was? Ach so, stellen Sie es irgendwo ab. Kann ich sonst noch irgendwas für Sie tun? Nein. Na dann. Obwohl... Vielleicht doch. Das vorhin, da war ich ein wenig gereizt. Vielleicht kann ich das ja mit einem Glas Wein wieder gut machen. Ich weiß nicht. Wenn das mein Onkel hört, wirft er mich raus? Das glaube ich nicht. Schließlich befolgen Sie nur die Anweisungen der Herrschaft. Und außerdem hast du jetzt frei. Na dann. Kann ich wohl nicht Nein sagen. Ich werde sie nicht aufgeben. Auch nicht für dich. Das ist doch völliger Blödsinn. Nenn es, wie du willst, Vater. Ich liebe Madeleine. Eine Bedienstete. Und noch dazu eine, die kaum in der Lage ist, deine Sprache zu sprechen. Sprich nicht so über meine zukünftige Frau. Deine Frau? Was redest du da? Du hast richtig gehört. Wir werden heiraten. Wenn das dein Ernst ist, dann haben wir beide uns nichts mehr zu sagen. Ich bin nicht auf dich angewiesen. Wir werden auch ohne dich glücklich. Du kommst schon noch angekrochen. Aber glaube nicht, dass ich dir je verzeihe. Und jetzt geh. Ich will dich hier nicht mehr sehen. So lässt sich's doch leben. Gibst du, dass mich nur ausgesucht, weil ich in einem Schloss wohne? Oh, jetzt ist es raus. Oh, na, warte. Komm, ich bin nur ehrlich. Warum sollen wir uns immer bei mir treffen, wenn es doch bei dir viel cooler ist? Okay, das war nur ein Witz. Und ich gebe zu, er war auch ziemlich schnell. Ich bin mir sicher, wenn Tristan dich erstmal richtig kennenlernt, dann versteht ihr euch super. Abwarten. Doch, wirklich. Ihm ist nur wichtig, dass ich glücklich bin. Guten Morgen. Was machst du denn noch hier? Musst du nicht irgendwie... Oh nein. Mist, ich bin zu spät. Warum hast du mich denn nicht geweckt? Weil ich nicht dein Wecker bin? Tu was. Moment! Herein! Ich soll die Betten machen und lüften. Ich dachte, dafür gibt's Zimmermädchen. Ja, eigentlich schon. Egal. Geht es auch später? Klar. Sonst noch was? Nein, das war alles. Ist er weg? Also, ich muss dann los. Hast du alles? Ja. Gestern dachte ich wirklich kurz, es ist aus. Wenn ich da nur dran denke. Es tut mir auch leid, dass ich dir nicht gleich alles erzählt habe. Ich habe irgendwie gedacht, dass du nicht so cool darauf reagierst. Was heißt hier cool? Was du da machst, ist der Hammer. Du rettest Menschenleben.
Ja, irgendwie hast du auch recht. Ich bin schon voll der Held, ne? Oder ein kleiner Angeber. Entschuldigung, ich soll hier abräumen. Ja, richtig. Und? So, jetzt kannst du nachsehen. Ich? Nee, ich dachte, du übernimmst das für mich. Also, das ist wohl die Aufgabe der werdenden Mutter. Der potenziell werdenden Mutter. Ein Strich. Was? Lass mal sehen. Vielleicht müssen wir doch noch länger warten. Der ändert sich nichts mehr. Wer weiß, vielleicht sind die Dinger doch nicht so zuverlässig, wie man denkt. Ja, aber mal ehrlich, Mann. Einmal Pille vergessen und gleich schwanger. Aber trotzdem tut's dir leid, oder? Wieso? Es bleibt ja alles beim Alten. Also, warum sollte es mir leid tun? Guten Morgen. Guten Morgen, pardon. Ich hab die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ich auch nicht. Aber ich habe vielleicht eine Lösung für unser Problem. Oh, verraten Sie sie mir? Also, Ihnen ist die alleinige Leitung der Holding zu viel. Ja. Carla weigert sich, ich auch. Oh, ich hatte gehofft, dass Sie vielleicht doch... Nein, warten Sie. Also, sonst kommt in der Familie niemand in Frage. Ja. Also holen wir uns einen externen Manager. Das ist Ihre Lösung. Ja, das haben andere Familienunternehmen vor uns getan. Was sagt Carla dazu? Ich habe noch nicht mit ihr darüber gesprochen. Also ich bin überzeugt, sie ist dagegen. Ich übrigens auch. Also jetzt sagen Sie bloß nicht, Johannes hätte das nicht getan. Auch wenn mir das auf der Zunge lag. Aber es gibt noch ein anderes entscheidendes Argument dagegen. Und das wäre? Ansgar. Er wird Ihren Manager mit allen Kräften auf seine Seite ziehen. Also ich hatte da mehr an einen fähigen, integren... Ach, ich bitte Sie. Jeder ist bestechlich oder erpressbar. Und Ansgar wird alles daran setzen, diesen wunden Punkt zu finden. Gottes Willen, wir machen eine zweite Front auf. Was ist Ihre Lösung? Dieselbe wie gestern. Sie übernehmen die Leitung und ich unterstütze Sie so gut ich kann. Sie sind die einzige Hoffnung für die Holding. Ohne Sie gibt es Krieg. Tut mir leid, ich kann das nicht. Haben Sie schon mal überlegt, wie Ihre Kinder darauf reagieren würden? Was würde zum Beispiel Sebastian sagen, wenn Sie sich dieser Verantwortung nicht stellen? Hi, komm rein. Bin ich zu spät? Nein, der Arzttermin ist um 11:30. Ich habe noch nicht mal Schuhe an. Christina quengelt die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung, was ich ihr getan habe. Nimmst du sie mal? Ja. Was macht denn deine Übelkeit von gestern? Ach, falscher Alarm. Moment mal, du hast echt gedacht, dass du... Ja, und ich habe einen Test gemacht, der war negativ, also viel Lärm um nichts. Und so richtig habe ich sowieso nicht geglaubt. Aber du hast dir Hoffnung gemacht. Ja, irgendwie schon. Weißt du, bei Sebastian und mir hat sich in letzter Zeit so viel um die Vergangenheit gedreht. Erst der ganze Ärger um Christina, dann das plötzliche Auftauchen von Sebastians Vater. Wolltest zur Abwechslung mal nach vorne schauen? Genau, in die Zukunft. Und was bedeutet mehr Zukunft als ein Kind? Juhu. Ach, Lydia, man wird schneller schwanger, als man denkt. Schau mich an. Ja, mach mich ruhig neidisch. Nee, aber weißt du, was ich mach? Ich mach dir jetzt einen Kaffee. Ja, und dein Arzt? Der kann warten. Gut, ich würde sagen, wir fangen schon mal an. Ludwig wird wohl nicht mehr kommen. Aber er hat dir seinen Standpunkt schon klar gemacht. Also, jeder kennt die derzeitige Regelung. Ich halte mit 75% die Mehrheit an der Holding. Ansgar hat 25%. Ja.
Alle Entscheidungsbefugnisse liegen bei Elisabeth, die die Holding bislang zu meiner vollsten Zufriedenheit geleitet hat. Schön, können wir jetzt endlich zum Punkt kommen. Der Punkt ist folgender, lieber Ansgar. Die derzeitige Regelung fußt darauf, dass Onkel Ludwig sein Erbe nicht angetreten hat und alles an Vater fiel. Ja, auch das ist nichts Neues. Wenn Ludwig sein Erbe jetzt aber doch antreten würde, würde eine völlig neue Situation entstehen. Ja, mag sein, aber die Frage ist, ob es legal wäre. Ja, das wäre sie, keine Sorge. Du hast dich schlau gemacht. Also Ludwig hätte in diesem Falle 49% der Holding und du und Ansgar den Rest zu gleichen Teilen. Die Frage ist eben nur, ob dieser Fall auch wirklich eintritt. Eben. Der liebe Onkel Ludwig hat auch schon in aller Deutlichkeit zu erkennen gegeben, dass er an der Holding kein Interesse hat. Das heißt, du stiehlst mir mit deinen absurden Rechenexempeln kostbare Zeit. Ich empfehle mich. Ansgar, du kannst gerne gehen, aber beschwer dich nachher nicht, dass du wieder nicht verstehst, um was es geht. Was denn, Schwesterchen? Soll das etwa heißen, dass du auch noch einen Plan B hast? Falls der liebe Onkel Ludwig tatsächlich nicht mitspielt? Mein Plan B wäre, dass du vom Erdboden verschwindest. Was sind denn das für Drohungen? Halt einfach den Mund. Aber warum denn? Ich garantiere dir, Carla, ich werde erst Ruhe geben, wenn die Holding wieder ganz allein mir gehört. Was sie von Rechts wegen ohnehin tut. Du bist so ein mieses Arschloch. Lass mich doch von euch nicht unterbuttern. Was redest du denn da? Johannes würde sich im Grabe umdrehen. Hey, alles klar bei euch? Tristan, warst du joggen? Jep. Ja, wie kann ich am besten nachdenken? Tut mir leid, dass ich dich vorhin so angekackt habe. Das war ziemlich daneben von mir. Schon okay. Also? Und was habt ihr heute noch vor? Machen wir was zusammen? Eigentlich gern, aber Wir wollten eine Motorradtour machen. ein andermal, okay? Ja, dann viel Spaß. Danke. Danke. Tschüss. Hey. Was ist denn los mit dir? Kann ich irgendwas Gutes für dich tun? Und ob. Soll das ein Witz sein? Ich bin Johannes erstgeborener Sohn. Der Alte hat mich um mein Erbe betrogen. Du wolltest ihn vergiften. Das ist ja lächerlich. Wenn ich das gewollt hätte, hätte ich es doch getan. Ich hole mir nur zurück, was mir ohnehin zusteht. Meine Abreise kann ich vergessen. Glückwunsch, Ansgar. Du hast es mal wieder geschafft. Ja, gern geschehen. Aufhören! Und das ist erst der Sofort Anfang. aufhören! Auch wenn ich es nie vorhatte. Du lässt mir keine andere Wahl. Ich werde das Erbe antreten. Und die Leitung der Holding übernehmen.